Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute ein bisschen mehr funktionale, fortgeschrittene Programmierung, und zwar wollen wir uns heute einer speziellen Funktion zuwenden. Ja, es gibt Funktionen, die sind wirklich so spannend, dass man sie sich im Detail angucken möchte, und das wäre im ersten Fall mal Map. So, und Map ist jetzt, zunächst einmal irgendwie nichts sagen. Map hört sich irgendwie wie nach Karte an oder sowas, aber bedeutet ein bisschen was anderes. Und zwar, was wir jetzt erstmal hier haben, ist, wir haben eine Liste, nennen wir sie einfach mal L ist gleich, und dann sagen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort, zum Beispiel. Und was man jetzt mit Map macht, ist, man hat eine eigene Funktion, also Function f, zum Beispiel, nennen wir sie einfach mal foo. Und was diese Function jetzt bekommt, ist eine Number x, also wir schreiben ja keine Typen mehr hin, stopp, also einfach nur irgendein x. Ich bin schon ganz verwirrt wegen Typen und Nicht-Typen plötzlich. Und jetzt möchten wir einfach nur, dass diese Funktion zum Beispiel eine Zahl nimmt, dieses x, und dann soll sie einfach quasi 2 mehr zurückgeben, zum Beispiel, oder 42 mehr zurückgeben. So, was jetzt also passiert ist, wir sagen, x plus 2 ist der Rückgabewert, und was Map jetzt macht, ist was Cooles. Wir sagen jetzt nämlich, also das geht natürlich für jede Funktion hier, ihr könnt euch ausdenken, was ihr wollt. Was wir jetzt machen ist, wir rufen Map auf, und zwar Map von, erstens mal eine Liste, L, und dann eine Funktion, in unserem Fall foo. Und was jetzt passiert ist, Map ruft jedes Mal für jedes einzelne Element in dieser Liste die Funktion foo auf und ersetzt das Element durch den neuen Wert. Und das bedeutet, die Liste wird erstmal als 1, 2, 3, 4, 5 und 6 eingegeben, und dann wird jedes Element in jedem Durchlauf quasi einmal ersetzt. Das heißt, 1 plus 2 ist 3, 2 plus 3 ist 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist jetzt natürlich irgendwie cool, weil es macht auch irgendwie Spaß, so eine Funktion auf wirklich jedes Element hier drin anzuwenden. Und das ist auch irgendwie sehr, sehr sinnvoll, denn oftmals möchten wir irgendwas mit mit jedem Element aus einer Liste machen, und dann einfach nur L aufzurufen und eine Funktion als Pointer zu übergeben, ist natürlich super einfach als jedes Mal, viel einfacher auch als jedes Mal einfach eine For-Schleife schreiben zu müssen oder eine While-Schleife, sucht euch aus, und dann durchiterieren zu müssen. Das heißt, Map ist sozusagen auch wieder syntaktischer Zucker. Aber wir als Programmierprofis mittlerweile, kann man schon so sagen, können jetzt auch eigentlich unser Map selbst schreiben. Und das wollen wir jetzt auch erstmal machen. Wer nur erfahren wollte, was Map tut oder wie es funktioniert oder wie es aufgerufen wird, der wird jetzt eigentlich schon zufrieden sein. Aber wir wollen jetzt unser Map trotzdem mal selber machen. Achtung, hier beim Map ist keine Garantie, dass das Ding wirklich funktioniert. Wichtig ist, dass jedes einzelne Eingabeelement von der Liste, die ihr reinsteckt, und dieser Funktion hier übereinstimmen. Das heißt, es muss hier also der Typ von der Eingabe muss natürlich hier für jedes Element der Liste verfügbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, also wir haben gesehen, wir bekommen als erstes mal eine Liste L für Map, wobei wir nennen sie jetzt hier List, damit es keine Verwirrung gibt, und wir bekommen eine Funktion f. Und was jetzt gemacht wird, ist, wir gehen einfach her und sagen, okay, wir definieren uns jetzt als erstes mal ein Result, also ein Ergebnis, das wir später zurückgeben können, als leere Liste erstmal. So, und jetzt können wir sagen, okay, wir wollen hier, also wir machen jetzt eine Version, wo tatsächlich auch diese neue Liste zurückgegeben wird und die alte Liste nicht verändert wird. Es gibt beides, man kann sich auch beides überlegen. Man möchte zum Beispiel in place arbeiten, das bedeutet, man ändert die einzelnen Elemente in der Liste tatsächlich, oder man gibt eine neue Version zurück. Das heißt, wir müssten jetzt hier L ist gleich schreiben. Oder im zweiten Fall natürlich, wir arbeiten direkt auf L, das heißt, wir ersetzen die einzelnen Elemente. Kann man natürlich beides machen, gibt es auch für verschiedenste Programmiersprachen beide Varianten. Wir werden jetzt hier einfach mal die Version machen, wo man was zurückbekommt tatsächlich. Und jetzt sagen wir hier einfach for i in list. Und hier drin arbeiten wir jetzt. So, was wollen wir jetzt also machen? Naja, eigentlich gar nicht mal so schwer, oder? Wir wollen jetzt einfach hier auf jedes Element in unserer Liste, das heißt hier mit dem i haben wir das ja, wollen wir die Funktion f auf i anwenden. Das heißt, wir sagen result.append f von i. Und das ist natürlich super kurzer Code eigentlich. Eigentlich kann man das auch super selber schreiben. Klar, ihr könnt jetzt hier natürlich auch das Ganze als normale For-Schleife schreiben, nicht als For-In-Schleife oder For-Each-Schleife. Man kann natürlich hier auch For-Each
for each e in list schreiben. Es gibt die verschiedensten Schreibweisen, aber das hatten wir ja eigentlich schon alles. Und ja, das ist jetzt eigentlich die Implementierung von Map intern tatsächlich und so wird sie auch verwendet. Ich dachte mir nur, das könnte euch vielleicht mal interessieren, aber an sich ist Map eigentlich eine super easy Variante, wie man hier tatsächlich mit einer Funktion, nämlich Map, eine andere Funktion auf jedes Element in der Liste anwendet. Super gut. Okay, das war's für dieses Video. Schon wieder ein bisschen Praxiswissen, schadet nie und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.